Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier, und in diesem Video wollen wir uns meine momentan blühende Doritanopsis Purple Gem anschauen. Oh mein Gott, seht ihr das? Die Blütenknospen werden trocken und fallen ab, noch bevor die Pflanze überhaupt blühen kann. Ist das nicht traurig? Was sind denn die Gründe dafür, die dafür sorgen, dass bei einer Phalaenopsis die Blütenknospen gelb werden, abtrocknen, abfallen und überhaupt gar nicht erst blühen? Nach dem Intro erfahrt ihr das. Eine der häufigsten Ursachen dafür, dass die Blütenknospen gelb werden, abtrocknen und abfallen, ist Zugluft. Zugluft, ganz einfach. Wenn ihr zum Beispiel die Pflanze im Supermarkt, im Baumarkt, im Gartencenter einkauft, nicht ordnungsgemäß einpackt und dann zu eurem Auto tragt, also praktisch auch bloß mit dieser ganz normalen durchsichtigen Folie. Die meisten sagen, oh ja, das reicht schon, sind ja bloß 100 Meter zum Auto. Über viele Jahre, wo ich diese Pflänzchen verkauft habe, war das immer ein eindeutiger Grund, warum die Blüte abgefallen ist, weil als Verkäufer oder im Verkauf sieht man ja auch mal, dass die Kunden ihre Pflanzen zum Auto tragen. Dann kann man sagen, ich habe Ihnen aber gesagt, packen Sie es besser ein. Oh, hab ich doch, ja. Also einer der häufigsten Gründe ist Zugluft. Es gibt aber noch mehr. Neben Zugluft, also kalter Luft, ist eine der häufigsten Ursachen für Blütenfall zum Beispiel Heizungsluft. Die trockene Heizungsluft oder zu warme Kulturbedingungen führen ebenfalls bei Phalaenopsis dazu, dass sie die Blüten abfallen kann. Das heißt, ein zweiter Faktor, der bei der Pflanze für Stress sorgt, wo die Pflanze sagt, ich werfe lieber die Blüten ab, bevor ich komplett verrecke. Ganz einfach, so denkt die Pflanze, simpel und einfach. Es gibt aber noch weitere Gründe. Die Heizungsluft oder die zu warme Heizungsluft, um es genauer zu sagen, kann zu einem weiteren Problem führen, das wiederum dazu führt, dass die Blüte entweder in der Entwicklung stehen bleibt, gar nicht weiter wächst, abstirbt oder abgeworfen wird, und das ist der Schädlingsbefall. Gerade zu trockene und warme Luft führt sehr häufig dazu, dass sich Pflanzenschädlinge sehr wohl fühlen und die durch die falschen Kulturbedingungen geschwächten Pflanzen ganz einfach angreifen und für ihre Zwecke nutzen können. Und neben dieser Paphiopedilum ist das zum Beispiel auch bei Phalaenopsis sehr häufig so, dass gerade oben an den Knospen, wo das Gewebe ja sehr weich ist, Läuse ein ganz leichtes Spiel haben, da rein zu pieksen. Durch das Pieksen und das Entnehmen des Pflanzensaftes wird einfach das Wachstum gehemmt und die Blüte entwickelt sich nicht weiter. Ja, so ist das. Natur eben. Wenn sich zum Beispiel in der Nähe von eurer Orchidee Obst befindet, wie Apfel, Birne, Mango, Papaya oder auch Tomaten, wobei Tomaten ja eher als Gemüse deklariert sind, allerdings als Beerenfrucht natürlich auch wiederum Obst sind, oder aber auch Nüsse, dann kann das aufgrund der Reifegase, welche die Früchte ausströmen, dazu führen, dass die Blüte anfängt zu verblühen, weil einfach die Blüte praktisch auch nachreift, so wie das eben auch bei klimakterischen Früchten der Fall ist. Und wenn das der Fall ist, dass in der Nähe dort Obst steht, dann wisst ihr auch zum Beispiel, dass das ein Grund dafür ist, dass die Blüten bzw. die Blühdauer nicht mehr allzu lange anhalten kann. Ein kleiner Tipp nebenbei: Ethylen, also Reifegas, Apfel und Birne, könnt ihr zum Beispiel auch bei Bromelien einsetzen, dass die überhaupt zur Blüte kommen. Es gibt aber noch weitere Dinge, die dazu führen, dass es zum Blütenfall kommt. Wenn ihr die Orchidee, nachdem ihr sie gekauft habt, an einen zu dunklen Standort stellt, also praktisch, wenn ihr jetzt hier viel Licht hattet und dann macht ihr das Licht aus und die Orchidee hat einfach zu wenig Licht, sie steht zum Beispiel hier in der dunklen Ecke im Raum und nicht wie hier am hellen Fenster, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass die Blütenknospen abgeworfen werden. Und wenn das der Fall sein sollte, könnt ihr die Blütenknospen, die noch vorhanden sind, sogar noch retten, indem ihr die Pflanze einfach heller stellt. Es gibt aber auch noch weitere Gründe. Neben zu wenig Licht kann auch zu viel Licht dazu führen, dass die Pflanze verblüht. Und zu viel Licht
kann an und für sich nur passieren, wenn sie direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, was für die Pflanze wiederum ein Stressfaktor ist, dass sie eben die Blüten abwirft. Ein weiterer Grund dafür, dass die Blüten abgeworfen werden, kann natürlich darin zu finden sein, dass wir ständig die Pflanzen umdekorieren, weil wir meinen, wir müssen unsere Wohnung noch schöner machen. Ach, da ist eine schöne Ecke, komm, ich nehme die Pflanze, die jetzt schon seit Wochen dort stand, einfach mal dorthin. Und das ist wiederum Stress für die Pflanze. Die sagt sich in dem Moment oder denkt sich in dem Moment wieder, oh mein Gott, jetzt wird es mir zu viel. Jetzt bin ich, keine Ahnung, in den Tropen vom Baum runtergefallen. Jetzt muss ich mich erstmal damit beschäftigen, wie ich wieder überhaupt, auf den Baum nicht hochkomme, aber wie ich mit dieser Situation zurechtkomme. Deswegen wirft sie einfach auch die Blüten ab, um die notwendigen Reserven noch für das Überleben zu haben. Und einer der wichtigsten Punkte kann natürlich auch sein, ihr habt Katzen und die spielen mit der Blüte. Die spielen mit der Blüte. Nicht dran riechen. Die spielen mit der Blüte. Hallo, ich habe gesagt, die spielen mit der Blüte. Jawohl, das war gut. Riech nochmal dran. Oh ja, genau. Das war super. Also entweder ihr habt Katzen, ihr habt Zugluft, ihr habt die Pflanze zu oft umgestellt, ihr habt Heizungsluft und so weiter und so fort. Das sind alles Gründe, die dafür sorgen können, dass die Orchidee ihre Blüten verliert. Danke, Sagi. Hast du gut gemacht. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Orchideen und Kultur und Pflege und Pflegefehler und wie ihr eure Orchideen noch besser zum Blühen bekommt, bevor es die Katzen fressen, dann gebt Bescheid. Bis zum nächsten Mal und ciao.